Im heutigen Video erkläre ich dir die Nomen in der deutschen Grammatik. Als erstes, was ist eigentlich ein Nomen? Wo findest du ein Nomen im deutschen Satz? Was gehört zu dem Nomen? Und ganz wichtig, schreibst du alle Nomen wirklich immer groß? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch. Dieses Video ist Teil meiner Reihe zu den deutschen Wortarten, in der ich dir alle deutschen Wortarten auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise erkläre. Heute geht es um die Nomen. Also fangen wir an mit: Was ist eigentlich ein Nomen? So, was ist eigentlich ein Nomen? Schauen wir uns die Definition an. Nomen werden oft auch Substantive oder Dingwort genannt. Sie stehen fast immer zusammen mit einem Artikel und sie beschreiben Lebewesen, Gegenstände und Abstrakta. Hier ein paar Beispiele. Der Mann ist ein Lebewesen. Der Hund ist auch ein Lebewesen. Die Lampe und der Computer sind Gegenstände. Das Wetter und das Licht sind sogenannte Abstrakta. Lebewesen, Gegenstände ist, glaube ich, sehr einfach. Kannst du alles anfassen. Alles, was du anfassen kannst, ist immer ein Nomen oder Substantiv. Abstrakter, das sind Dinge, die kannst du zwar nicht anfassen, aber es beschreibt trotzdem in dem Sinne einen Gegenstand, der aber nur virtuell in dem Sinne da ist. Also es beschreibt ein Ding, auch wenn du es nicht anfassen kannst. Es ist definitiv keine Handlung und es verbindet auch nicht nur zwei andere Wortteile. Und es kommt immer mit einem oder fast immer mit einem Artikel und du könntest Adjektive davor setzen, wie zum Beispiel das schöne Wetter, das helle Licht. Wenn du das kannst, dann sind es Nomen. Und kommen wir zu den Eigenschaften von Nomen. Nomen benutzen meistens Artikel, das Haus, die Lampe, das Wetter. Und ganz wichtig, alle Nomen werden groß geschrieben. Also deswegen auch hier großes H bei Haus, großes L bei Lampe, großes W bei Wetter. Und zusammengesetzte Nomen werden zusammen geschrieben. Der Führerschein ist der Führer plus der Schein. Die Wasserflasche ist die Flasche, das Wasser. Es ist ganz einfach, auch wenn es hier vielleicht kompliziert aussieht und nach einem langen Wort, ist es ein Gegenstand, ein Ding, dann ist es ein Wort auf Deutsch. Also der Führerschein, das ist nicht ein Führer und ein Schein, sondern das ist einfach nur dein Fahrausweis, dein Führerschein. Die kleine Karte, die sagt, du darfst Auto fahren. Die Wasserflasche, das ist eine Flasche mit Wasser. Aber es gehört zusammen und nicht getrennt, deswegen Wasserflasche. So, jetzt solltest du einen ersten groben Überblick über die deutschen Nomen haben. Falls du noch Fragen hast, dann schreib einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und ich bitte dich auch darum, schau dir deine Muttersprache an. Falls das nicht auch Deutsch ist, dann schau mal, wie die Nomen in deiner Muttersprache funktionieren. Wenn du das genau weißt, dann ist es viel einfacher für dich, auch die deutsche Grammatik zu verstehen. Und ich würde mich freuen, wenn du dein Wissen hier in den Kommentaren mit mir und allen anderen Zuschauern teilst. Denn es ist immer sehr interessant zu sehen, wie die Grammatik in anderen Sprachen funktioniert. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen und hoffentlich sehen wir uns wieder beim nächsten Video zur deutschen Grammatik.